So, jetzt müssen Sie gut aufpassen, ich habe nämlich geübt. Grüezi miteinander. Jetzt haben Sie das natürlich trotzdem gemerkt. Ich komme nicht aus der Schweiz, ich komme aus Deutschland. Und zwar wohne ich da in einer ganz schönen Urlaubsregion zwischen Mosel und Eifel, falls Sie das mal besuchen möchten. Und zwar wohne ich da in einem sehr, sehr alten Haus. Und wir haben schon den Vergleich von Haus und Software hier gehört. So ein Haus und auch eine Business-Software brauchen jemanden, der sich darum kümmert, damit sie instand gehalten wird, damit sie gepflegt bleibt und weiterhin gut funktioniert. Ich möchte jetzt diesen Gedanken gerne aufgreifen und auch insbesondere alle Vertec-Hausmeister unter Ihnen ansprechen. Zu unserem Haus gehört nicht nur das Haus, sondern zusätzlich auch ein Garten. Wir haben das Haus gekauft, ist wirklich sehr, sehr alt, fast 100 Jahre alt. Und dieser Garten, der war lange Zeit vor allem eins, nämlich so ein riesiges Brombeerdickicht. Kennen Sie das? So Brombeersträucher, da kommt man überhaupt nicht durch, die sind sehr dornig. Und wir haben uns dann aber trotzdem dran gemacht und haben diese Brombeersträucher versucht freizuschneiden. So ein Brombeerdickicht hat auch viel zu tun mit einer Business-Software. Vor allen Dingen mit einer, die vielleicht schon lange in Betrieb ist. Vielleicht kennen Sie auch so diese Ranken, die sich da bei Ihnen im System ergeben, die störend werden. Wir haben uns davon aber nicht abschrecken lassen, sondern wir haben dann trotzdem angepackt und haben begonnen, diese Brombeersträucher zurückzuschneiden. Und wir haben was gefunden in diesem alten Garten, und zwar einen ganz alten Apfelbaum. Ganz tollen Apfelbaum, so eine kleinwüchsige Sorte, man hat die fast gar nicht gesehen, aber mit sehr, sehr leckeren Früchten dran. Und auch da gibt es eine Parallele, vielleicht verhält sich das auch so mit Ihrem Vertex. Sie haben Ihre Software im Einsatz, aber vielleicht nutzen Sie gar nicht alle Möglichkeiten, die sie Ihnen bieten würde. Vielleicht könnten Sie noch mehr aus Ihrer Software herausholen und das möchten wir jetzt zusammen tun. Wir wollen mal schauen, ob wir vielleicht ein paar verborgene Früchte in Ihrer Vertex-Software finden. Warum überhaupt ist es nötig? Warum schaffen wir das nicht, unser Softwaresystem immer optimal zu pflegen und immer up-to-date zu halten? Der eine Grund ist ganz klar mit Sicherheit Ihr Tagesgeschäft. Sie haben wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit und wir haben das eben schon gehört, Sie möchten auch gar nicht furchtbar viel Zeit in Ihr Vertex investieren. So richtig gut helfen können wir Ihnen dabei vielleicht nicht, aber vielleicht rechnen Sie mal, wie viel Zeit Sie durch Vertex einsparen jeden Monat und dann investieren Sie einen kleinen Teil davon da rein, Ihr Vertex einfach noch ein bisschen besser zu machen und vielleicht ein paar versteckte Funktionen zu finden. Der zweite Hindernisgrund: Vielleicht gibt es auch einfach sehr, sehr viele Vertex-Funktionen. Uns ist das bewusst. Wir sind keine eindeutige Branchensoftware. Viele Funktionen sind vielleicht für die eine Branche interessant, die andere kann sie vielleicht nicht brauchen, aber sucht dann an anderer Stelle. Und es ist einfach sehr, sehr viel an Informationen, was da ist. Wir wissen auch, wir haben viele Kanäle. Speziell bezogen auf die Funktionen möchten wir Ihnen aber in Zukunft das Leben ein bisschen einfacher machen. Und zwar möchten wir Ihnen so eine Art Gartenplan zur Verfügung stellen. Die Vertex-Funktionen möchten wir dazu einordnen in 9 Aufgabengebiete. Vielleicht finden Sie sich darin wieder in den Prozessen, vielleicht sagen Sie auch, das eine machen wir überhaupt nicht. So bekommen Sie aber auf jeden Fall schon mal einen besseren Überblick darüber, wo überhaupt die Funktionen eingeordnet sind. Wir entwickeln dazu etwas, was wir Ihnen auf unserer Website zukünftig zur Verfügung stellen würden. In erster Linie für Neukunden, damit die sich gut orientieren können, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Ihnen das auch helfen kann, die Vertex-Funktionen besser zu entdecken. Das erste Aufgabengebiet ist das CRM. Darin ist alles enthalten, was mit Adressen zu tun hat, Kontakte, Aktivitäten. Dann das nächste Aufgabengebiet, der Verkauf, alles, was vor der Mandatseröffnung steht, der Kontakt mit den Kunden, vielleicht auch schon Leistungserfassung. Dann die Ressourcenplanung, ganz wichtig, dazu brauchen Sie ein eigenes Modul, ja, das stimmt, aber Sie können damit die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter planen und mit der neuen Ressourcenplanung sogar ohne Bezug auf den direkten Mitarbeiter Planungsbearbeiter verwenden. Dann haben wir hier das Kernstück der Vertex-Software, die Leistungs- und Spesenerfassung. Das kennen Sie alle, verwenden Sie auch vermutlich alle. Auch da gibt es Funktionen, die Sie vielleicht verwenden können, um die Leistungs- und Spesenerfassung noch besser zu machen. Das Projekt- und Mandatsmanagement, auch ein wichtiger Punkt, bei manchen von Ihnen mit Phasen, bei anderen vielleicht nicht. Der Einkaufsprozess, auch das ist ein separates Modul. Fremdkosten haben vielleicht einige von Ihnen im Einsatz. Rechnungsstellung, auch sehr, sehr wichtig. Personal,
Alles, was mit Sollzeiten und Abwesenheiten zu tun hat, gruppieren wir da ein. Und das Controlling, was wir vor allen Dingen im BI anbieten, wo Sie tolle Auswertungen sehen können. Und in diese neuen Aufgabengebiete möchten wir die Funktionalitäten von Vertec einsortieren, sodass Sie einen besseren Überblick darüber bekommen können, was brauche ich, was könnte vielleicht für mich noch hilfreich sein. Wir unterscheiden dabei, hat Urs schon erwähnt, zwischen Basisfunktionen und Zusatzfunktionen. Basisfunktionen bekommen Sie mit jedem Vertec-Update. Das heißt, die werden sozusagen in Ihr Vertec automatisch eingepflanzt und wachsen dort. Wenn Sie sie verwenden möchten, können Sie das automatisch tun, sobald Sie das Update durchgeführt haben. Dann gibt es noch Zusatzfunktionen. Und die Zusatzfunktionen, die wählen Sie selber aus. Die sind ganz oft branchenspezifisch und Sie entscheiden selber, welche von denen möchte ich verwenden. Sie informieren sich bei uns auf der Knowledge Base zum Beispiel oder zukünftig hier. Und sehen auch zum Beispiel, Sie hatten das Frau Huber eben schon erwähnt, man weiß dann manchmal gar nicht so genau, kann ich das jetzt gefahrlos reinladen? Wir geben zum Beispiel auch eine Einschätzung zur Komplexität einer Zusatzfunktion mit, sodass Sie ein bisschen besseren Überblick bekommen darüber, was Sie damit tun können. Genau, wir bieten also Ihnen mit den Zusatzfunktionen sozusagen das Saatgut an, das Sie in Ihr Vertec einpflanzen können und damit Ihr Vertec weiter wachsen lassen können. Und wir schauen jetzt mal zusammen in die Saatgutkiste rein und gucken mal, was es für Funktionen gibt. Hier zum Beispiel im Bereich CRM. Vielleicht kennen Sie das, dieses kleine Glockensymbol, was hier angezeigt ist. Wer von Ihnen benutzt schon Benachrichtigungen? Geben Sie mal Handzeichen. Das sind ein paar, aber noch nicht sehr viele. Die anderen möchten wahrscheinlich auch benachrichtigt werden, wenn irgendwas in Vertec los ist, haben aber vielleicht noch E-Mail-Systeme dafür im Einsatz. Es gibt eine Zusatzfunktion, mit der jede Ihrer pendenten Aktivitäten automatisch zu einer Benachrichtigung führt. Wenn sie fällig wird, werden Sie automatisch benachrichtigt, und zwar nicht irgendwie per E-Mail extern, sondern einfach direkt in Ihrem Vertec. Dann haben wir eine Zusatzfunktion zum Berichtversand. Sie können zum Beispiel damit Rechnungen ausdrucken, als PDF drucken und dann gleich per E-Mail versenden. Und vielleicht ist auch das nicht für alle Branchen relevant, aber für einige von Ihnen eine Zusatzfunktion zum Eventmanagement, mit dem Sie Veranstaltungen erstellen und Teilnehmerzuordnung und auch Teilnehmerrechnungen drucken können. Dann gehen wir zum nächsten Aufgabengebiet, zum Verkauf, Opportunitäten. Auch das hat Frau Huber schon erwähnt, aber ich weiß auch gar nicht, wer von Ihnen das schon verwendet. Opportunitäten sind so ein Schritt vor der Projekterstellung, wenn trotzdem vielleicht schon ein Budget hinterlegt werden soll oder eine Wahrscheinlichkeit gepflegt werden soll. Gerade für Anwälte, das ist jetzt ein branchenspezifisches Config-Set, haben wir den Konfliktcheck, mit dem Sie Interessenkonflikte ausschließen können vor Mandatseröffnung. Und in der Leistungs- und Spesenerfassung ist natürlich das Set an Basisfunktionen, weil es einfach das Kernstück der Vertec-Software ist, schon sehr, sehr groß. Aber auch da haben wir Zusatzfunktionen entwickelt, und zwar einmal die Monatsfreigaben, mit dem Sie sicherstellen können, dass ein Zeitraum, den ein Bearbeiter geprüft und freigegeben hat, auch wirklich nicht mehr verändert wird. Bezieht sich auf Leistungen, Spesen und Abwesenheiten. Gerade für Deutschland, wir haben nicht nur branchen-, sondern auch länderspezifische Zusatzfunktionen. Sind Reisekosten wichtig, Verpflegungsmehraufwände, die möchte man nicht manuell berechnen. Dafür haben wir eine Zusatzfunktion, die das für Sie in Vertec übernimmt. Projekt- und Mandatsmanagement. Hier haben wir gerade auch im Anwaltsbereich, vielleicht auch für Treuhänder und Notare, die Fristenkontrolle. Da hat der Urs Osterhelwig schon was gezeigt. Wir bieten da auch einen Standard an, den Sie dann aber in Ihrem Vertec auch gegebenenfalls weiter anpassen können. Speziell für Schweizer Treuhänder gibt es ein Mandatsmanagement, und ich glaube, Projekt- oder Mandatsvorlagen kann man fast in jeder Branche brauchen, wenn man wiederkehrende Strukturen in einem Mandat verwenden möchte. Im Bereich Fakturierung haben wir zum Beispiel, weiß ich auch im Anwaltsbereich sehr relevant, eine Zusatzfunktion zur Rechnungsaufteilung, und Sie können Zahlungspläne anlegen. Im Personalbereich, das ist wiederum in Deutschland wichtig, Präsenzzeiten und Regelprüfungen. Werden alle Pausenzeiten eingehalten? Wurde die Ruhezeit eingehalten? Mit der Zusatzfunktion können Sie das in der Liste ganz einfach sehen, wo gibt es vielleicht Abweichungen, wo muss man nochmal genauer drauf schauen. Und im Rahmen von einem Freigabeprozess können Sie hier auch Abwesenheiten behandeln. So, jetzt haben wir ein paar Zusatzfunktionen gesehen. Das sind wirklich noch nicht alle. Wenn Sie da noch mehr wissen möchten, dann kommen Sie ganz, ganz gerne zu uns zum Stand, jetzt gleich während des Aperos. Wir schauen jetzt aber auch noch in die Zukunft. Wir entwickeln ja kontinuierlich weiter Zusatzfunktionen, und auch da, wir sind da sehr froh über Ihr Feedback. Das heißt also, wenn Sie uns da was mitgeben können, dann kommen Sie gerne einfach bei uns vorbei und teilen uns Ihre Wünsche mit. Wir gucken jetzt zusammen noch auf die Roadmap,
wo arbeiten wir gerade dran, damit wir unser Saatgut noch erweitern können. Wir starten hier so Ende dieses Jahres. Wir wissen, dass in Deutschland ist das gerade ein Riesenthema, E-Rechnungen. Sie alle können aber mit ihrem Wertag schon E-Rechnungen erstellen, schon sehr, sehr lange sogar. Die Zugfahrtrechnung ist implementiert schon in der Wertag-Standardrechnung. Wir wissen aber, dass die Anforderungen von Ihren Kunden teilweise sehr unterschiedlich sind, dass vielleicht noch unterschiedliche Gruppierungen und Summierungen erwartet werden. Und da möchten wir Ihnen das Leben einfacher machen, indem Sie selbst generisch E-Rechnungsvorlagen erstellen können. Dann ein großes Thema aktuell im Anwaltsbereich, aber vielleicht auch in anderen Branchen, ist das Thema Know Your Customer oder GWG. Hier möchten wir einen Standardprozess anbieten und weil wir wissen, dass das bei jedem von Ihnen ein bisschen unterschiedlich ist, bieten wir das generisch an. Das heißt also, Sie können selber Checklisten definieren, je nach Anwendungsfall und die dann reinladen in Ihr Mandat bei Mandatseröffnung, sodass diese Punkte abgearbeitet werden können. Justitia 4.0 hat der Urs eben schon angesprochen. Wir sind da dran. Ich kann hier aber auch noch kein Datum nennen. Das liegt einfach daran, dass es insgesamt noch ein Entwicklungsprozess ist. Nicht nur von unserer Seite, sondern auch von der Justitia-Seite. Sie können da jetzt schon die Justitia-Plattform verwenden, also im Browser funktioniert das schon, aber wir möchten ja gerne, dass Sie möglichst lückenlos aus Wertag heraus Ihre Dokumente versenden können. Wir sind da gerade in der Entwicklung dran. Auf der Training-Plattform von Justitia und sobald Justitia das produktiv stellt, dann können Sie auch mit Wertag die Justitia-Plattform anbinden und darüber Dokumente versenden und auch die Bestätigungen empfangen. Dann haben wir um nicht nur jetzt auf Anwälte einzugehen, gibt es eine Funktion, die besonders wichtig ist, vielleicht für Consultants, aber auch Ingenieure, nämlich Freelancer einzubinden in Projekte. Und auch das möchten wir standardisieren, sodass Sie da eine Zusatzfunktion zur Verfügung gestellt bekommen, reinladen können, um Ihre Freelancer in Projekten arbeiten zu lassen. Dann eher so Richtung nächstes Jahr geht es weiter. Wir möchten diesen Freigabeprozess, wir haben eben schon gesehen, es gibt schon standardisierte Freigabeprozesse im Wertag, zum Beispiel für Abwesenheiten. Auch der Rechnungsprozess, den der Urs ja schon als Beispiel vorgestellt hat, auch da möchten wir Ihnen zukünftig einen schlanken Standard anbieten, den Sie sich einfach importieren können. Und so ein bisschen zusammenhängend mit dem Know Your Customer-Thema stehen auch Adressprüfungen. Was ich eben beschrieben habe, dieses Know Your Customer Config-Set, was wir Ihnen zunächst mal zur Verfügung stellen wollen, da spielt sich alles in Wertag ab. Das heißt also, wir legen Checklisten im Wertag selber an, die dort abgearbeitet werden können. Was aber natürlich auch eine Rolle spielt, sind die Adressen aktuell, muss ich vielleicht eine Sanktionsliste prüfen und dafür braucht man immer Daten von Dritten. Damit Sie das nicht mühsam händisch machen müssen, wir evaluieren gerade mit mehreren Partnern, ob wir da eine gemeinsame Lösung anbieten können und das gleich ins Wertag integrieren können, sodass Sie sofort aus Wertag heraus Daten abrufen können, vielleicht Adressen prüfen können. Ich denke, das ist sogar nicht nur für Anwälte relevant. Sie alle haben wahrscheinlich einen großen Adressstamm, der am besten aktuell gehalten werden sollte. Und wenn wir dort eine Kooperation eingehen können mit einem Partner, dann können Sie das gleich in Ihrem Wertag nutzen. Im E-Rechnungsbereich gibt es jetzt zurzeit schon eine Zusatzfunktion für LEDIS. Das heißt also, Sie können auf einer Rechnung einen LEDIS-Export anstoßen, nachdem Sie auf Ihren Leistungen und Spesen UTBMS-Codes erfasst haben. Und das möchten wir noch erweitern. Aktuell gibt es da den Export im CSV-Format und das möchten wir zukünftig auch in den vorhandenen XML-Formaten anbieten. Dann zusätzlich zur Fristenkontrolle, die es schon gibt im Wertag, möchten wir auch einen Fristenrechner anbieten, sodass also im Wertag schon die Fristen berechnet werden. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist, wir möchten die Möglichkeiten für BI-Generatoren erweitern, die wir standardmäßig Ihnen zur Verfügung stellen als Zusatzfunktion. Auch da können wir dann viel besser branchenspezifisch auf Ihre Bedürfnisse eingehen, zum Beispiel für Ingenieure in Deutschland die PEP7-Kennzahlen zur Verfügung stellen, damit Sie sich nicht vielleicht selber an die Generatoren heranwagen müssen, um ihre Bedürfnisse abzudecken, sondern dass sie einfach nur auswählen können, welche lade ich mir rein und dass sie die schon zur Verfügung haben. Also auch da sind wir sehr dankbar für Ihren Input. Dann eher so nächstes Jahr weitergehend noch 2 Anwaltsthemen, die Fremdgeldverwaltung und Gewinnverteilung oder auch Umsatzbeteiligung und Nachts- und Feiertagszuschläge.
Genau, auch diese Zusatzfunktionen finden Sie dann zum Download auf der Knowledge Base. Das heißt also, immer wenn Sie Zusatzfunktionen benötigen, dann schauen Sie am besten später dann in diese Übersicht auf unserer Website. Runterladen tun Sie die auf unserer Knowledge Base. Das heißt also, es ist wirklich ein Import. Wir empfehlen immer da wirklich vorsichtig zu sein. Testen Sie das zuerst, schauen Sie sich wirklich genau an, was verändert wird, denn Sie importieren das ja alle in ein bestehendes System. Und eine Zusatzfunktion reinzuladen, ist letzten Endes eine Veränderung des Systems. Das sollte man nicht leichtfertig tun, sondern vielleicht vorher gut testen. Wir haben es eben schon gehört. Wir sind da dran, eine Testumgebung auch für die Cloud-Abo-Kunden zur Verfügung zu stellen. Trotzdem ist es eine standardisierte Möglichkeit, Ihre Software gut zu erweitern. Genau, so jetzt haben wir schon geschaut, was als nächstes kommt. Ich möchte jetzt nochmal an den Beginn zurückkommen, auf die Geschichte mit unserem Apfelbaum im Garten. Der sah nämlich letzten Herbst so aus. Warum? Wir haben natürlich auch den Apfelbaum nicht einfach wuchern lassen, sondern haben ihn am Ende mit fachmännischer Unterstützung zurückgeschnitten, damit er weiterhin gute Früchte tragen kann. Und das möchte ich Ihnen auch empfehlen, auch wenn Sie Zusatzfunktionen verwenden. Schauen Sie auch dort immer, brauchen wir die Funktionalitäten wirklich? Brauchen wir wirklich alle Funktionalitäten? Zusatzfunktionen sind am Ende Customizing. Das heißt also, Sie können schauen, möchte ich vielleicht den Auswertungsordner XY, brauche ich den doch nicht, dann löschen Sie ihn raus. Schauen Sie, dass Ihr Vertec weiterhin schlank und handelbar bleibt, damit Sie weiterhin Früchte ernten können in Ihrem Vertec und das System fruchtbar bleibt. Wegen der Zeit würde ich ehrlich gesagt vorschlagen, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wir haben beim Apero einen Stand, kommen Sie dann doch einfach bei uns vorbei und sprechen Sie uns an. Meine Kolleginnen und ich stehen da, Kolleginnen und Kollegen, muss ich jetzt ganz neu sagen, Entschuldigung, Amadeo. Wir stehen Ihnen da gerne zur Verfügung und ja, sprechen den Abend über noch gerne mit Ihnen.